Ein genialer und sorgfältig ausgearbeiteter Plan erweist sich oft nur in der Theorie als makellos. Bei seiner Umsetzung tauchen in der Regel eine Vielzahl von Nuancen, Schwierigkeiten und Besonderheiten auf, die ursprünglich aus bestimmten Gründen nicht berücksichtigt wurden. Der Hauptgrund für das Scheitern kann jedoch Inkonsequenz, unlogisches Handeln und dumme Fehler der Ausführenden sein. Die Geschichte einer irakischen Emigrantin namens Shahraban ist ein anschauliches Beispiel dafür, zu welch unvorhersehbaren, schrecklichen und völlig sinnlosen Folgen ein unbändiger Rachedurst führen kann. Ihr Wunsch, mit ihrem Ex-Mann abzurechnen, hat ihren Verstand völlig verdunkelt, zu einer Besessenheit geführt und ihre Persönlichkeit völlig zerstört. Das Traurigste daran ist, dass das einzige Opfer in dieser ganzen Situation ein unschuldiges Mädchen war, das sich dem Mörder anvertraut hatte. Shahraban wurde am 30. April 1999 in einem kleinen Dorf im Irak in einer einfachen Familie geboren. Als das Mädchen 6 Jahre alt war, wanderten ihre Eltern mit ihr nach Deutschland aus und ließen sich in Ingolstadt nieder, wo die Kleine zur Schule ging. Obwohl ihre Mutter und ihr Vater ziemlich strenge und religiöse Menschen waren, die versuchten, ihrer Tochter die traditionellen Werte ihrer Heimat zu vermitteln, wuchs sie dennoch in einem anderen Land auf und nahm dessen Kultur in sich auf. Schon in jungen Jahren zeigte Shahraban seinen schwierigen, unabhängigen und sehr rebellischen Charakter. Sie tat immer, was sie wollte, machte alles quer, wollte frei von Vorurteilen sein und ein modernes Mädchen sein. Die Schülerin träumte davon, eine Karriere in der Schönheitsindustrie zu machen, eine berühmte Stylistin oder Beauty-Bloggerin zu werden. Shahraban schaute sich im Internet Lehrvideos über Make-up-Techniken an und gab ihr gesamtes Taschengeld für Kosmetika aus. Sie war überzeugt, dass sie in Zukunft ihren eigenen Schönheitssalon eröffnen oder sogar eine eigene Kosmetiklinie auf den Markt bringen würde. Um ihre Ziele zu erreichen, griff Shahraban jedoch häufig zu Hysterie, banalen Manipulationen und spielte sich als Opfer auf. Auf die eine oder andere Weise erreichte sie immer, was sie wollte. Im Alter von 15 Jahren lernte das Mädchen einen jungen Mann namens Ruan kennen, der zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt war. Der Junge stammte ebenfalls aus dem Irak, war aber wie Shahraban als Kind mit seiner Familie nach Deutschland gezogen. Die Teenager hatten viel gemeinsam, sie kamen sich schnell näher und es entstand eine romantische Beziehung zwischen ihnen. Die jungen Leute wussten, dass ihre Eltern diese Verbindung nicht gutheißen würden und versuchten daher, ihre Affäre vor allen zu verheimlichen und trafen sich heimlich an verschiedenen abgelegenen Orten am Rande der Stadt. Eines Tages wurden die beiden zufällig von Shahrabans Cousin entdeckt, aber er verriet die jungen Liebenden nicht, sondern beschloss stattdessen, das Mädchen zu erpressen und sie zu zwingen, mit ihm intim zu werden. Shahraban wollte sich jedoch nicht mit einer solchen Behandlung abfinden und erzählte ihren Eltern alles, einschließlich der Erpressung durch ihren Verwandten. Ihr Vater und ihre Mutter waren schockiert über diese Neuigkeiten, aber das Mädchen wusste, dass ihr Bruder nun keine Druckmittel mehr gegen sie hatte und sie sich um den Rest selbst kümmern würde. Die Eltern verboten ihrer jungen Erbin, sich mit ihrem Auserwählten zu treffen, aber ihre Tochter hörte nicht auf sie. Sie traf sich weiterhin heimlich mit Ruan, trotz der ständigen Streitigkeiten in der Familie wegen dieser Angelegenheit. Sobald sie 18 Jahre alt war, heirateten sie, woraufhin sie über ein Jahr lang keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater und ihrer Mutter hatte. Ruan und Shahraban waren beide ehrgeizig und träumten von einem glücklichen und sorgenfreien Leben. Mit vereinten Kräften eröffneten sie einen kleinen Friseursalon, in dem die junge Frau als Visagistin und Kosmetikerin arbeitete. Sie bauten ihr Geschäft erfolgreich auf, das langsam wuchs und dem Paar immer mehr Einkommen einbrachte. Es schien, als würden ihre Träume wahr werden und ihnen ein langes und glückliches Leben bevorstehen. Die Ehe des jungen Paares war nur im ersten Jahr glücklich. Shahraban erwies sich als sehr eifersüchtige, streitsüchtige und aggressive junge Frau mit einem explosiven Charakter. Sie machte buchstäblich aus einer Mücke einen Elefanten, und während sich die Eheleute anfangs nur zu Hause stritten, begann die junge Frau mit der Zeit auch in der Öffentlichkeit Szenen zu machen. Shahraban war eifersüchtig auf jeden Mann, der ihren Mann ansah. Manchmal griff sie sogar Kundinnen des Salons an, wenn sie ihr schien, dass diese Ruaner schöne Augen machten. Das aggressive Verhalten der Frau wirkte sich negativ auf das Familienunternehmen aus, aber sie war nicht mehr zu bremsen. Das Eheleben verwandelte sich in eine Abfolge von Skandalen und Streitigkeiten. Eines Tages bekam Shahraban einen Wutanfall vor ihrem Mann,
direkt in dem Café, in dem sie normalerweise in ihrer Pause zu Mittag aßen. Sie warf mit allem, was ihr in die Hände kam, nach ihm und traf dabei die Gäste am Nebentisch mit dem Dessert. Nach diesem Vorfall erklärte der Besitzer des Lokals das Ehepaar zu unerwünschten Personen und verbot ihnen, das Lokal zu betreten. Der Skandal sorgte für Aufsehen und wurde von den Einheimischen und allen, die das Paar kannten, heftig diskutiert. Die öffentliche Verurteilung und der Ruf als Skandalnudel hatten jedoch keinerlei Einfluss auf Shahrabans provokantes Verhalten. Ihre heftigen Auseinandersetzungen mit ihrem Mann eskalierten zunehmend in Handgreiflichkeiten, wobei Ruan immer das Opfer war, da er sich nicht erlauben konnte, sich gegen die junge Frau zu wehren. Dennoch war von einer Scheidung keine Rede, und es schien, als seien beide mit ihrer Situation zufrieden. Im Jahr 2020, als die Pandemie begann und ein Lockdown verhängt wurde, versöhnten sich die Eheleute, die ständig zusammen in einem Raum waren, für eine Weile und fanden sogar wieder eine gemeinsame Sprache. Ein Jahr später, nach der Lockerung der Beschränkungen, begann das Paar mit neuer Kraft, sein Geschäft auszubauen und zu erweitern. Die Geschäfte liefen gut, und 2021 kaufte sich die junge Frau einen luxuriösen neuen Mercedes-Benz in Schwarz. Das eigene Auto gab Shahraban das Gefühl völliger Freiheit. Sie fuhr weg, wann immer sie wollte, musste niemandem Rechenschaft ablegen und benahm sich frech und provokativ. Die junge Frau begann, verschiedene beliebte Nachtclubs und andere Vergnügungsstätten zu besuchen. Dort lernte sie Männer kennen und hatte Affären für eine Nacht oder ein paar Verabredungen. Shahraban betrog ihren Mann und machte daraus auch keinen Hehl. Dennoch machte sie ihm weiterhin Eifersuchtsszenen, kontrollierte sein Handy und verfolgte ihn manchmal sogar. In einer Reihe von flüchtigen Romanzen fand sie einen festen Liebhaber namens Jakob, für den sie starke Gefühle hegte und sogar darüber nachdachte, zu ihm zu gehen. Die Romanze zwischen Jakob und Shahraban war sehr stürmisch und entwickelte sich rasant, und nur wenige Monate später stellte sie unerwartet fest, dass sie schwanger war. Sie hatte keinen Zweifel daran, wer der Vater des Kindes war, und so teilte sie ihrem Ehemann mit, dass sie schwanger sei und ihn für ihren Liebhaber verlassen werde. Ruan wusste, dass diese Ehe nicht mehr zu retten war, aber er konnte eine solche Schande nicht zulassen. Außerdem erwartete die junge Frau einen Schock, als Jakob unerwartet erklärte, dass er nicht bereit sei, Vater zu werden und nicht vorhabe zu heiraten. Sie war völlig verwirrt, und die Familie ihres Mannes nutzte dies aus, setzte sie unter Druck und zwang sie, die ungeplante Schwangerschaft abzubrechen. Allen war klar, dass diese Verbindung zum Scheitern verurteilt war, aber die Eheleute hatten es mit der Scheidung nicht eilig. Sie lebten weiterhin unter einem Dach, und die Spannungen zwischen ihnen wuchsen von Tag zu Tag. Shahraban hegte nicht nur Wut und Groll gegen ihren Mann, sondern auch gegen seine Familienmitglieder, die sie gezwungen hatten, das Kind wegzugeben. Eines Tages brach sie in einem Anfall von Hass und Wut in das Haus von Ruans Bruder ein, griff ihn und seine Frau an, schlug sie mehrmals mit einem Elektroschocker und versetzte die Kinder in große Angst. Nach weiteren Streitigkeiten, die in Handgreiflichkeiten ausarteten, reichte Ruan nicht nur die Scheidung ein, sondern erwirkte auch ein gerichtliches Verbot für Shahraban, sich ihm und seinen Angehörigen zu nähern. Ungeklärt blieb jedoch die Frage nach dem Geschäft, das auf den Namen ihres Mannes lief und das dieser für sich behalten wollte. Nach der Trennung von Ruan verlor Shahraban die Möglichkeit, im Salon zu arbeiten, und das Schicksal des Salons sollte nun ein Gericht entscheiden. Darüber hinaus stellten sich die Verwandten in der entstandenen Situation auf die Seite des betrogenen Ehemanns, und Shahraban wurde von fast allen gemieden. Sie lebte in einer Mietwohnung, hatte keinen Kontakt zu anderen Menschen und schmiedete einen hinterhältigen Racheplan. Shahraban beschloss, ihren eigenen Tod vorzutäuschen und ihren Ex-Mann zu verleumden, damit er ins Gefängnis käme. Um diesen Plan umzusetzen, brauchte sie die Leiche einer jungen Frau, die sie als sich selbst ausgeben konnte. Das klang zunächst völlig verrückt, aber Shahraban machte sich mit manischer Besessenheit auf die Suche nach einem geeigneten Opfer. Sie durchforstete soziale Netzwerke und sah sich eine Seite nach der anderen an. Sie achtete auf Details, machte sich Notizen und wählte Kandidaten aus. Schließlich entschied sie sich für eine 23-jährige Kellnerin namens Hadija, die alle Kriterien erfüllte. Aus denselben sozialen Netzwerken wusste Shahraban, dass ihr potenzielles Opfer in einem Waisenhaus aufgewachsen war und somit keine Verwandten hatte, die sofort alarmiert worden wären. Hadija war ebenfalls Einwanderin, stammte jedoch aus Pakistan. Als Kind war sie mit ihrem Vater nach Deutschland gezogen,
Doch dieser landete bald im Gefängnis und das Mädchen kam in ein Kinderheim. Trotz aller Schwierigkeiten und Entbehrungen, denen sie in einem fremden Land ausgesetzt war, war Hadia ein positives und offenes Mädchen. Sie träumte davon, eine Karriere im Showbusiness zu machen, beim Fernsehen zu arbeiten oder in Filmen mitzuspielen und ging ständig zu Castings, Vorsprechen und Proben. Genau das beschloss die hinterhältige Schurkin auszunutzen. Shahraban überprüfte noch einmal alles und vergewisserte sich, dass sie keine bessere Kandidatin finden konnte. Das Mädchen war genauso groß wie sie, hatte die gleiche Figur, sehr ähnliche Gesichtszüge und sogar den gleichen Kleidungsstil. Im wirklichen Leben hätten sie tatsächlich als leibliche Schwestern durchgehen können. Im April 2022 erstellte Shahraban einen gefälschten Account in einem beliebten sozialen Netzwerk, den sie als Talentagentin führte. Sie gestaltete ihn überzeugend, sammelte Follower und veröffentlichte regelmäßig Beiträge über Castings und andere Veranstaltungen. Alles sah sehr realistisch aus und bereits Mitte Juni schrieb sie ihrem Opfer eine Nachricht und stellte sich als Castingdirektorin eines bekannten deutschen Rappers vor. Shahraban teilte Hadija mit, dass sie für die Dreharbeiten zu einem Musikvideo des Künstlers ausgewählt worden sei und lud sie zu einem Vorsprechen ein. Sie war überglücklich, sagte sofort zu und sah sich schon als echter Star. Hadija war ein Fan des Künstlers und beschloss, ihm persönlich zu schreiben, um sich zu bedanken und einige Details zu klären. Doch dann stellte sich heraus, dass in nächster Zeit keine Dreharbeiten geplant waren und niemand Schauspieler suchte. Hadia ahnte sofort, dass jemand versucht hatte, sie zu betrügen, aber sie verstand nicht, wer das getan hatte und warum. Sie ließ den Account sperren. Shahraban musste sich schnell einen neuen, glaubwürdigen Plan ausdenken, der zu 100% funktionieren würde. Dafür brauchte sie noch 2 Monate, und diesmal erstellte sie eine Seite, die sie als Profil eines neuen Schönheitssalons tarnt. Shahraban schrieb ihrem Opfer erneut und lud sie zu kostenlosen Schönheitsbehandlungen im Rahmen einer Werbeaktion für den Salon ein. Die einzige Bedingung war die Zustimmung zu Foto- und Videoaufnahmen vom Schminken und der Haarpflege. Sie ahnte nichts Böses und willigte ein. Allerdings befand sich der Salon am anderen Ende der Stadt und es war für sie äußerst umständlich, dorthin zu gelangen. Die sogenannte Salonbesitzerin versprach jedoch, sie persönlich von zu Hause abzuholen und anschließend wieder zurückzubringen. Parallel dazu achtete Shahraban darauf, kein Detail zu übersehen, damit alles nach Plan verlief. Sie beobachtete ihr Opfer aufmerksam und ließ sich genau die gleiche Frisur wie sie schneiden und auch die Haarfarbe etwas korrigieren, sodass ihre Frisuren absolut identisch waren. Außerdem sorgte die Verbrecherin im Voraus dafür, dass ihr Plan funktionierte und die Eltern die Leiche als ihre Tochter identifizieren würden. Sie zog 1 Monat lang in ihr Haus, nachdem sie zuvor um Vergebung gebeten hatte. Vater und Mutter vergaben ihrer Tochter natürlich und nahmen sie wieder auf. Genau sie sollten laut Shahrabans Plan ihre Leiche finden. Sie verabredete sich mit ihrem Opfer für den 16. August gegen Abend und bat sie, ein dunkelblaues Kleid anzuziehen, das sie auf einem Foto in einem sozialen Netzwerk gesehen hatte. Shahraban kaufte sich rechtzeitig das gleiche Kleid und zog es an diesem Tag auch an, wobei sie es ihren Eltern mehrmals zeigte, damit sie sich gut merken konnten, was sie trug. Ihren Angehörigen sagte die Täterin, dass sie sich mit ihrem Ex-Mann treffen würde, um die Aufteilung des Geschäfts außergerichtlich zu besprechen. Sie wirkte besorgt und sagte, dass sie wegen des bevorstehenden Gesprächs nervös sei und die Reaktion von Ruan fürchte. Shahraban versprach, bis zum Abend zurück zu sein. Nachdem Shahraban das Haus verlassen hatte, startete sie ihr Auto und fuhr los. Gegen 17 Uhr, als ihre Mutter versuchte, sie zu erreichen, war ihr Telefon ausgeschaltet. Zunächst beunruhigte dies die Angehörigen nicht sonderlich, aber die Zeit verging und es gab immer noch keine Nachricht von ihrer Tochter. Als es schon völlig dunkel war, schlugen die Eltern Alarm und beschlossen, sich selbst auf die Suche nach Shahraban zu machen. Sie fuhren in Richtung des Hauses ihres ehemaligen Schwiegersohnes, aber noch in der Einfahrt einer der Straßen sahen sie den schwarzen Mercedes-Benz ihrer Tochter am Straßenrand stehen. Sie wussten genau, dass ihre Tochter ihr Auto niemals so stehen lassen würde, also musste etwas passiert sein. Die Scheiben des Autos waren verdunkelt, und es war unmöglich, in der Dunkelheit zu erkennen, was im Innenraum vor sich ging. Dennoch sahen die Eltern durch die Windschutzscheibe eine Silhouette auf dem Rücksitz liegen und versuchten, das Auto zu öffnen, aber es gelang ihnen nicht. Dann riefen sie die Polizei und meldeten den Vorfall und riefen einen Krankenwagen. Die eintreffenden Polizeibeamten öffneten das Auto
und fanden auf dem Rücksitz die leblose Leiche einer jungen Frau, die in einer Blutlache lag. Später stellten die Gerichtsmediziner mehr als 50 Messerstiche fest, von denen die meisten gezielt auf Gesicht, Hals und Brust abgegeben worden waren. Wer das getan hat, wollte der Unglücklichen offenbar nicht die geringste Überlebenschance lassen. Obwohl das Gesicht des Opfers bis zur Unkenntlichkeit entstellt war, identifizierten die verzweifelten Eltern die Tote sofort als ihre Tochter. Sie trug dasselbe Kleid, in dem sie das Haus verlassen hatte. Neben ihr lag ihre Handtasche mit ihren Dokumenten und an ihrem Arm war ihr Armband. Die Nachricht von dem brutalen Mord an Shahraban verbreitete sich fast augenblicklich in der Stadt, zumal die Leiche in der Gegend gefunden wurde, in der sie zuvor mit ihrem Mann gelebt hatte. Übrigens wurde ihr Ehemann sofort zum Hauptverdächtigen. Die Eltern berichteten, dass ihre Tochter zu ihrem ehemaligen Schwiegersohn gefahren sei, um geschäftliche Angelegenheiten zu klären und nicht zurückgekommen sei. Ihr Auto wurde am Straßenrand gefunden. Die Polizei beschloss sofort, Ruan festzunehmen und zu verhören, aber als er begriff, dass man ihm den Mord an seiner Ex-Frau anhängen könnte, gelang ihm die Flucht und er konnte nicht gefunden werden. Dieser Umstand verstärkte den Verdacht gegen ihn nur noch mehr, denn sie hatten sich mit einem großen Skandal getrennt, ihr Geschäft vor Gericht aufgeteilt und hassten sich regelrecht, sodass der Mann ein offensichtliches Motiv hatte. Obwohl die Eltern die getötete Frau sofort als ihre Tochter identifizierten und die Leiche in einem Auto gefunden wurde, das Shahraban gehörte, hatten die Strafverfolgungsbehörden einige Zweifel an der Richtigkeit der Identifizierung der Überreste. Darüber hinaus verbreiteten sich in der Stadt Gerüchte, dass die Verstorbene am Abend des 16. August gesehen worden sei, als sie angeblich bereits tot war. Das Gesicht der Verstorbenen war stark entstellt, was offensichtlich absichtlich geschehen war, um die Identifizierung zu erschweren. Am Tag nach dem schrecklichen Fund meldete sich eine gewisse Samira bei der Polizei und gab ihre Freundin und Kollegin Hadia als vermisst auf, die nicht zur Arbeit erschienen war und weder auf Anrufe noch auf Nachrichten reagierte. Die junge Frau wurde zur Fahndung ausgeschrieben und man bemerkte eine frappierende Ähnlichkeit zwischen der Vermissten und Shahraban. Eine DNA-Untersuchung bestätigte den Verdacht. Die in dem Auto gefundene Leiche gehörte nicht Shahraban, sondern der vermissten Kellnerin namens Hadija. Darüber hinaus tauchte die Information auf, dass vor einigen Wochen jemand im Internet einen Auftragskiller gesucht und 30.000 € für einen Angriff auf die Frau versprochen hatte. Später stellte sich heraus, dass Shahraban und ihr neuer Liebhaber namens Shaya den Killer gesucht hatten, dann aber ihre Meinung geändert hatten, weil sie glaubten, die Aufgabe selbst bewältigen zu können. Sie glaubten, einen perfekten Plan ausgeheckt zu haben, dessen Hauptziel es war, Ruan zu verleumden und ihn ins Gefängnis zu bringen. Was sie danach tun sollten, hatte das kriminelle Paar jedoch nicht durchdacht. Es gelang ihnen nicht, alle Informationen zu einem vollständigen Bild zusammenzufügen, aber es gab praktisch keinen Zweifel daran, dass Shahraban noch am Leben war. Diese Dame, die beschlossen hatte, ihren eigenen Tod vorzutäuschen, machte sich nicht einmal die Mühe, sich zumindest vorübergehend zu verstecken, sondern führte zusammen mit ihrem neuen Freund und Komplizen ihr gewohntes Leben in der Stadt weiter, in der sie jeder kannte. Shahraban wurde 2 Tage nach der Tat verhaftet, als sie in ein Café ging, um etwas zu essen. Sie wurde sofort von mehreren Gästen erkannt, die die Polizei alarmierten. Bei ihrer Festnahme verriet die Frau sofort den Aufenthaltsort ihres Komplizen und versuchte, die gesamte Schuld auf ihn abzuwälzen. Das kriminelle Paar, das seinen heimtückischen und grausamen Plan scheinbar bis ins kleinste Detail ausgearbeitet hatte, konnte nicht erklären, wie es weiter vorgehen wollte, wenn alles geklappt hätte und Shahraban offiziell für tot erklärt und ihr Ex-Mann ins Gefängnis gekommen wäre. Was hätte die Frau dann tun sollen? Einfach in der Stadt bleiben, wo alle sie kannten? Und wo hätte sie neue Papiere bekommen? Man darf auch nicht vergessen, dass ihre Geschichte landesweit in den Nachrichten berichtet worden war, sodass sie sich in ganz Deutschland oder sogar Europa nicht hätte verstecken können. Die Liebenden hatten nur das Geld, das Shahraban von ihrem Konto abgehoben hatte, und das war nicht besonders viel. Das Auto ließen sie mit der Leiche zurück, um die Geschichte glaubhaft zu machen, da dies Teil ihres Plans war. Nur konnte Shahraban nach ihrem Tod keinen Anspruch mehr auf einen Teil des Geschäfts erheben, das sie einst mit Ruan geführt hatten. Daran hatte das Paar ebenso wenig gedacht wie daran, dass zur Identifizierung der Leiche DNA-Spuren, Zahnunterlagen oder Fingerabdrücke herangezogen werden könnten. Die Liebe zwischen Shahraban und ihrem Freund war vorbei, sobald das Paar verhaftet wurde.
Jetzt war jeder auf sich allein gestellt und versuchte, den größten Teil der Schuld auf den anderen abzuwälzen. Shia behauptete, dass seine Geliebte das Verbrechen selbst geplant, durchdacht und ausgeführt habe und er ihr nur geholfen habe zu fliehen. Die junge Frau hingegen behauptete, dass der junge Mann beschlossen habe, Hadija zu töten, während sie es sich anders überlegt habe. Zur vereinbarten Zeit fuhr ein repräsentativer schwarzer Mercedes-Benz vor dem Haus, in dem Hadija wohnte. Shahraban stellte sich als Besitzerin des Salons vor und Shaya spielte die Rolle ihres persönlichen Fahrers. Das zukünftige Opfer war verwirrt und sogar beunruhigt darüber, dass sie und die Besitzerin wie Zwillinge aussahen und sogar gleich gekleidet waren. Aber diese beruhigte sie schnell und sagte, dass dies für Werbezwecke notwendig sei. Als alle drei im Auto saßen, tat Shahraban so, als wären sie spät dran und müssten sich beeilen. Der Fahrer fuhr sie auf einer Abkürzung über ein Brachgelände. Dort hielten sie an. Shaya teilte mit, dass ein Reifen kaputt sei und gewechselt werden müsse, weshalb alle kurz aussteigen müssten. Doch sobald Hadija aus dem Auto stieg, griff der Mann sie mit einem Messer an und stach ihr in Brust, Gesicht und Hals. Er schlug so lange auf sie ein, bis das Gesicht der Frau nur noch ein blutiges Häufchen war. Dann legte er die Leiche auf den Rücksitz, zog sich die zuvor bereitgelegten sauberen Kleider an und setzte sich wieder ans Steuer. Die Scheiben des Autos waren getönt, sodass das kriminelle Paar sich keine großen Sorgen machte, dass jemand etwas sehen könnte. Sie hielten in der Nähe von Ruans Haus an, ließen das Auto am Straßenrand stehen und stiegen aus, ohne Angst zu haben, erkannt oder wiedererkannt zu werden. Die Liebenden checkten in einem Hotel in einem anderen Stadtteil ein und führten ihr normales Leben weiter, indem sie sich an öffentlichen Orten zeigten. Ruan, der aus der Stadt geflohen war, sobald er von dem Verbrechen erfahren hatte, tauchte während der Ermittlungen über ein Jahr lang nicht auf. Später erklärte der Mann, dass er zwar wusste, dass alle Verdächtigungen gegen ihn fallen gelassen worden waren, sich aber dennoch lieber versteckt hielt, weil er befürchtete, dass seine Ex-Frau, selbst hinter Gittern, einen Weg finden würde, sich an ihm zu rächen. Es ist anzumerken, dass seine Befürchtungen nicht unbegründet waren, da Shahraban und Shaya während ihrer Haft tatsächlich versuchten, unerwünschte Zeugen zu beseitigen, indem sie über andere Häftlinge Killer anheuerten. Allerdings gelang ihnen dies nicht. Vor Gericht schoben sich die Liebenden gegenseitig die Verantwortung zu, aber keiner von ihnen zeigte Reue oder Bedauern für die Tat. Als Zeuge trat ein Mann namens Alan auf, der gestand, dass er auf eine Anzeige für einen Auftragskiller geantwortet und seine Dienste angeboten hatte, aber nach Erhalt einer Vorauszahlung von 5.000 € einfach geflohen war. Offensichtlich beschlossen die beiden danach, alles selbst zu erledigen. Der Betrüger befürchtete, dass die Polizei ihn aufspüren und der Mittäterschaft am Mord verdächtigen könnte, deshalb ging er selbst zur Polizei und erzählte alles. In diesem ganzen lauten und komplizierten Fall fehlte ein wichtiges Element: Logik. Niemand zweifelte daran, dass Shahraban vor allem von dem Wunsch getrieben war, sich an ihrem Ex-Mann zu rächen, aber niemand verstand, was die junge Frau als nächstes vorhatte und wie sie weiterleben wollte. Nachdem sie einen Menschen getötet hatte, um ihren eigenen Tod vorzutäuschen, lebte sie weiter in derselben Stadt und versteckte sich keinen einzigen Tag. Auch darüber, woher sie in Zukunft Geld nehmen sollte, machte sie sich keine Gedanken. Genau darauf versuchten die Anwälte, ihre Verteidigungsstrategie aufzubauen, indem sie auf die schwache Motivation und das Fehlen eines Plans für das weitere Vorgehen hinwiesen. Angeblich hätte die Angeklagte ihr Vorhaben nicht zu Ende gebracht und Shaya habe alles allein getan, in der Hoffnung auf eine finanzielle Belohnung. Dennoch wurden Shahraban und ihr Liebhaber im Dezember 2024 wegen vorsätzlichen Mordes in gemeinschaftlicher Begehung für schuldig befunden. Beide wurden zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung verurteilt. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.